Nehmen wir an, du bist in einer Game-Show. Schon in der ersten Runde hast du 1.000 € gewonnen, als du auf dem Bonusfeld landest. Jetzt hast du die Wahl. Entweder nimmst du garantierte 500 € Gewinn oder du wirfst eine Münze. Bei Kopf gewinnst du 1.000 €. Bei Zahl gewinnst du gar nichts. In der zweiten Runde hast du schon 2.000 €, als du auf dem Straffeld landest. Jetzt hast du eine andere Wahl. Entweder verlierst du 500 € oder du kannst dein Glück beim Münzwurf versuchen. Bei Kopf verlierst du gar nichts. Aber bei Zahl verlierst du 1.000 €. Wenn du wie die meisten bist, wählst du in der ersten Runde den garantierten Gewinn und wirfst in der zweiten Runde die Münze. Denkst du aber darüber nach, macht dies keinen Sinn. Die Chancen und Ergebnisse sind in beiden Runden genau gleich. Warum erscheint die zweite Runde also so viel erschreckender? Die Antwort ist ein Phänomen namens Verlustaversion. Nach der rationalen Wirtschaftstheorie sollten unsere Entscheidungen auf einer einfachen Gleichung beruhen, die die Höhe des Risikos abwägt gegen den auf dem Spiel stehenden Wert. Aber Studien zeigen, dass für viele Menschen die negative psychologische Wirkung, die wir durch einen Verlust fühlen, doppelt so stark ist wie die positive, wenn wir dasselbe gewinnen. Verlustaversion ist eine kognitive Verzerrung, deren Ursache Heuristiken sind. Problemlösendes Vorgehen nach Erfahrungen und Intuition statt sorgsamer Analyse. Und diese mentalen Abkürzungen können zu irrationalen Entscheidungen führen. Nicht etwa zum sich verlieben oder zum Bungee-Jumping von einer Klippe, sondern zu logischen Trugschlüssen, die man leicht widerlegen kann. Situationen mit Wahrscheinlichkeiten sind berühmt-berüchtigt für Heuristiken. Nehmen wir an, du rollst einen Würfel mit 4 grünen und 2 roten Seiten 20 Mal. Wähle eine dieser möglichen Abfolgen und wenn sie eintritt, gewinnst du 25 €. Welche würdest du wählen? In einer Studie mit Studenten wählten 65% der Teilnehmer die Abfolge B. Obwohl A kürzer und in B enthalten, in anderen Worten wahrscheinlicher ist. Das ist eine Verknüpfungstäuschung. Hier erwarten wir mehr grüne Würfe. Wir wählen die unwahrscheinlichere Option, weil unser Gehirn uns austrickst. Heuristiken sind auch schlecht im Umgang mit Zahlen generell. In einem Beispiel unterteilte man Studenten in 2 Gruppen. Gruppe 1 fragte man, ob Mahatma Gandhi jünger oder älter als mit 9 starb. Gruppe 2 sollte beantworten, ob er jünger oder älter als mit 140 starb. Beide Zahlen waren eindeutig falsch. Aber als man die Studenten dann bat, sein tatsächliches Todesalter zu erraten, antwortete die erste Gruppe durchschnittlich mit 50, während die zweite Gruppe durchschnittlich 67 schätzte. Die klar falschen Informationen in den Ausgangsfragen hätten irrelevant sein müssen. Aber sie beeinflussten trotzdem die Schätzungen der Studenten. Das ist ein Beispiel für Ankerheuristik und wird oft im Marketing und in Verhandlungen benutzt, um die Preise zu erhöhen, die Kunden zu zahlen bereit sind. Wenn also Heuristiken so oft falsche Entscheidungen verursachen, warum nutzen wir sie dann überhaupt? Weil sie ziemlich effektiv sein können. In der Geschichte der Menschheit brauchte es zum Überleben schnelle Entscheidungen trotz wenig Informationen. Hat man keine Zeit, um zuerst alle Optionen logisch zu analysieren, können Heuristiken manchmal Leben retten. Aber die heutige Welt benötigt viel komplexere Entscheidungen. Entscheidungen, die stärker als gedacht von unbewussten Faktoren beeinflusst sind. Das betrifft alles von Gesundheit bis Bildung, von Finanzen bis zur Strafjustiz. Wir können die Heuristiken unserer Gehirne nicht einfach ausschalten, aber wir können lernen, sie zu erkennen. Wenn du in einer Situation auf Zahlen, Wahrscheinlichkeiten oder mehreren Details stößt, halte eine Sekunde inne und bedenke, dass die intuitive Antwort vielleicht doch nicht die richtige ist. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.